Hi, mein Name ist Mandy, ich arbeite am DHL Drehkreuz in Leipzig. Ich bin in der HR-Abteilung im Trainingsdepartment. Warum wir eigentlich bei unseren Schulungen einen Reisepass brauchen und wie wir mit Virtual Reality arbeiten, das schauen wir uns dann gemeinsam an. Da bin ich im Schwerpunkt für global vorgegebene Trainings zuständig. Warum global vorgegeben? Ist natürlich relativ einfach. Wir bieten überall auf der Welt einen standardisierten Service an und die gleichen Standards auf der ganzen Welt. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass wir überall die gleichen Trainings anbieten. Ich arbeite seit 11 Jahren hier am Drehkreuz. Ich habe vor 11 Jahren angefangen bei Customs, also in der Zollabteilung, habe da Zollanträge und Versandscheine geschrieben. Bin dann über verschiedene Karrierestufen auch Teamleiterin geworden, hatte zum Schluss mein eigenes Team und wollte dann aber doch noch mal irgendwie was Neues ausprobieren. Und da hat mir DHL eben die Chance gegeben, hier im HR-Trainingsbereich auch mich auszuprobieren und eine neue Perspektive zu entwickeln. Ich bin gerade bei uns im Parkhaus angekommen. Uns stehen hier Mitarbeiterparkplätze zur Verfügung. Ich habe auch noch ein Jobticket, wenn ich dann doch mal mit der Bahn kommen möchte, welches ich aber auch privat nutzen kann. Deswegen kann ich innerhalb von Leipzig eben auch immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und das zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Und jetzt gehen wir mal in meinen Arbeitsplatz. Morgen! So, und hier sind meine lieben Kollegen. So, also ich öffne jetzt immer als erstes Teams. Microsoft Teams ist einfach das Tool, mit dem wir miteinander kommunizieren können. So unter uns, mit anderen Abteilungen, mit Kollegen im Team etc. Denn heute ist bei mir ein administrativer Tag. Das bedeutet, ich mache heute hauptsächlich administrative Aufgaben. Morgen werde ich dann trainieren. Hier sind quasi E-Mails. Und meine Aufgabe ist, diese zu bearbeiten, je nachdem, was der Inhalt der E-Mail ist. Das kann zum einen eine Trainingsanmeldung sein, das kann eine Trainingsabmeldung sein, das kann ein Wunsch sein, ein Training zu haben. Jetzt gucke ich mal, was wir so an Aufgaben heute haben. Wir gehen jetzt in einen Meetingraum. So, wir sind jetzt in einem Meetingraum angekommen, da wir jetzt unseren Performance-Dialog machen. Was ist ein Performance-Dialog? Ein Performance-Dialog ist ein regelmäßiges Meeting. Da ein Teil von uns sich im Homeoffice befindet, beziehungsweise auch noch in anderen Gebäuden sitzt, machen wir das hybrid. Also wir treffen uns hier zum Teil im Meetingraum und zum Teil schalten sich die Leute dann online hinzu. So, ich gehe jetzt mal in ein anderes Gebäude hier bei uns auf dem DHL Campus, weil wir jetzt ein Meeting haben, zusammen mit unserer Dachregion, also unsere Kollegen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und dafür treffen wir uns in unseren Meetingräumen. Und die befinden sich im Nachbargebäude. Wir haben da eine gesamte Etage, auf der wir trainieren. Und da gehen wir jetzt mal gemeinsam hin. Und auch hier habe ich wieder nur Zutritt mit meinem Sicherheitsausweis. Also da wir ja morgen früh um 9 mit dem Training starten, schaue ich immer gerne vorher schon mal in den Raum rein, ob noch größere Erledigungen sind. Meistens sind wir so eine Stunde vorher da. Wir als festes CIS-Team sind natürlich da auch die Ansprechpartner. So, dann gehen wir mal in unser Lager wieder. Das ist sozusagen das Herzstück, wo alles bei uns geschieht. Hier ist alles unser Material. Also hier gibt es für die CIS-Trainings, CIM-Trainings, Klamotten, wirklich ist ja alles bei uns vorhanden. Zusätzlich sind hier hinten noch unsere Fußbälle für unsere Frauenfußballmannschaft. Denn als einziger Arbeitgeber, den ich kenne,
hat das DHL tatsächlich eine Frauenfußballmannschaft. Es ist alle 2 Jahre ein großes Fußballturnier in Belgien, wo diese Mannschaften gegeneinander antreten. Natürlich gibt es auch eine Männerfußballmannschaft, aber für uns als Frauen ist es eben nochmal schön, nach der Arbeit mit unseren Kolleginnen zusammen zu spielen. Auch da arbeiten wir wieder mit anderen Bereichen zusammen und wir spielen zusammen mit den Kolleginnen der European Air Transport, also unserer Airline. Da haben wir noch 3 Kolleginnen dabei, mit denen wir da spielen und trainieren. Hier ist der Raum, in dem wir morgen sind. Ich habe ja gerade festgestellt, es sind 19 Personen angemeldet. Das bedeutet jetzt für mich, ich checke, ob wir 19 Stühle haben, stelle noch einen zum Ersatz hin, einfach weil immer mal ein Fehler passieren kann. Und ich glaube, nichts ist für einen Teilnehmenden schlimmer, als wenn er ankommt und nicht mal einen Stuhl hat. Deswegen checke ich das schon mal, bereite schon ein bisschen das Material vor, was wir brauchen. Also bei uns, wir sind ja in einer Erwachsenenlernumgebung bei unseren Trainings. Das bedeutet, es gibt auch immer mal so eine Aktivität, dass man eben nicht nur einfach stur auf seinem Stuhl sitzt, sondern es gibt ein bisschen Gruppenaktivitäten, Gruppenarbeiten und die bereite ich dann schon mal für morgen vor. Also, wir haben ja, als ich vor 11 Jahren hier angefangen habe, ich habe damals angefangen bei der Customs Import Production, also sozusagen in der Zollabteilung, habe die Zollanmeldungen geschrieben. Da hatte ich auch das Modul, da war das natürlich noch nicht so modern wie heute. Heute arbeiten wir hier mit Tablets, die laden wir hier immer und jetzt müssen wir die vorbereiten, denn auch die ganze Steuerung läuft nicht mehr über so eine 0815 PowerPoint-Präsentation, sondern dafür benutzen wir eben ebenfalls ein Tablet. Unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind jetzt zum Mittagessen gegangen. Die Zeit nutze ich normalerweise, um schon mal ein paar Dinge vorzubereiten, entweder die nächste Session oder wie jetzt muss ich sie nicht halten und dann nutze ich die Zeit, um die CIS-Pässe vorzubereiten. Die CIS-Pässe sehen so aus. Wenn ihr jetzt denkt, das sieht ja aus wie ein Reisepass, tatsächlich ist das auch gewollt. Denn als DHL gegründet wurde, war ja die Idee dahinter, dass die Leute so schnell wie möglich die Zollpapiere abfertigen können. Also es wurden Menschen mit Zollpapieren um die ganze Welt geschickt und die Pakete dann eben im Schiff oder mit dem Zug oder so hinterher. Und das bedeutet, du bist dann früh auf Arbeit gekommen und dann wurde dir zum Beispiel in Deutschland gesagt, hey, wir haben eine Sendung, die muss ganz dringend nach Istanbul. Und dann bist du in den Flieger gestiegen mit einer Tüte mit Zollpapieren und bist nach Istanbul geflogen. Und genau an diese Zeit zu erinnern, wie DHL damals gewachsen ist, wurde eben dieser CIS-Pass in Gedenken daran sozusagen als Reisepass gestaltet. Ich bin jetzt wieder im Parkhaus angekommen. Die Schulungsteilnehmer sind schon nach Hause gegangen. Wir haben noch fix den Raum aufgeräumt. Und jetzt fahre ich auch nach Hause und komme morgen wieder. Und wenn ihr wissen wollt, was wir am zweiten Tag eigentlich mit VR-Brillen machen, dann würde ich sagen, bewerbt euch einfach auf anpacken-dhl.de und findet es selbst heraus.